Ja, hallo liebe Ameisenhalter. Heute geht es um das Thema rote Abdeckfolie. Die Funktion dieser roten Abdeckfolie ist recht einfach. Viele Insekten wie auch Ameisen können kein Licht mit größeren Wellenlängen wahrnehmen. Sie sind rotblind, können aber UV-Licht und polarisiertes Licht wahrnehmen. Wenn wir die rote Folie über ein Ameisennest legen, erhalten die Ameisen dadurch so ein Untertagegefühl. Dieses äußert sich dadurch, dass die Tiere ihre Kammern und Gänge überwiegend an der Frontscheibe bauen. Ja, so wie ihr das hier am Beispiel einer Messa Barbaros Kolonie sehen könnt. Wenn das Nest ohne rote Folie verwendet wird, bauen die Tiere ihre Kammern und Gänge eher mittig, ja, also nicht direkt am Glas. Ja, und das könnt ihr hier zum Beispiel sehen bei dieser Kolonie. Die rote Abdeckfolie ist hauptsächlich für freigrabende Nestvarianten sinnvoll, also für Bodengründe mit Sandlehm oder Dickfix, kann aber natürlich auch für Nester mit fertigem Gang-Kammersystem verwendet werden. Ja, und wir haben das in verschiedenen Versuchen getestet, ja, an verschiedenen Farben, verschiedenen Materialien und letztendlich haben wir hier mit dem Material die beste Erfahrung gemacht. Ihr seht es jetzt zum Beispiel hier eine Camponotus nicoparensis, eine Ameisenart, die auch fertige Kammersysteme halt nutzt, also schon vorgefertigt sind. Und das ist jetzt das ursprüngliche Nest. Wir wollten jetzt, dass sie auch langsam den anderen Bereich halt nutzen. Und hier könnt ihr mal sehen, dass es auch mit der roten Folie auch wirklich funktioniert. Ja, also wo sind die Ameisen hingezogen? Die hätten ja auch hier hinziehen können, aber nein, die sind da jetzt, wo auch die Folie ist. Und interessant ist vielleicht nochmal ganz nebenbei, weil Nicoparensis ist ja eigentlich so bekannt immer als die Art, die sich jetzt nicht unbedingt selbst eingräbt, aber so ganz stimmt es halt auch nicht, weil ihr seht jetzt, das ist ja dieses Korknest, die haben selber angefangen, das Ganze hier zu bearbeiten. Die haben dementsprechend hier auch das Material auch so ein bisschen rausgetragen und hier rübergebracht. Ja, und interessant daran ist natürlich, dass sie sagen, okay, in dem Bereich wollen wir leben, das ist zwar näher an dem Nest dran, aber hier ist halt keine rote Folie, deswegen haben die das Ganze jetzt mit diesen Korkrestmaterialien hier dementsprechend aufgefüllt. Ja, und wenn sie mehr Platz brauchen, dann bringen sie es dann noch rüber. Ihr seht ja schon, wie die auch angefangen haben, das Material dann noch rauszutragen. Und ihr könnt euch das gerne hier auch mal auf der Rückseite mal anschauen. Da seht ihr halt auch, wie sie das ganze Material bearbeitet haben. Sieht super interessant aus, fehlt auch dementsprechend gut zu wissen. Und um die rote Folie gut zu befestigen, aber natürlich auch abnehmbar bzw. austauschbar zu platzieren, bieten wir optional noch diese durchsichtigen und selbstklebenden Klammern an. Ja, ich hoffe, das Video war für euch wieder interessant und ihr konntet ein paar nützliche Informationen für die rote Abdeckfolie mitnehmen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.